Deutsch. Spiel starten und damit willkommen zurück, meine Freunde, bei Joe Chimaev. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Freue mich sehr, dass ihr wieder zurück seid und wir in Metal Gear Solid 2 reingehen. Bin sehr gespannt, was da heute auf uns wartet. Aber für die fleißigen Leute da draußen, ihr wisst bestimmt, was als nächstes auf uns zukommt. Als letztes hatten wir eigentlich nur noch ein paar Dog-Tags aufgesammelt und haben wenn gesehen. Wir sind ja auf der Reise, ganz viel neue Sachen freizuschalten, indem wir die ganzen Dog-Tags sammeln. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob der Soldat... Muss ich mal gucken. 7. Ich glaube, aber wir haben seinen Dog-Tag schon. Ja, okay. Okay. Das Buch könnten wir uns trotzdem aber noch mal mitnehmen. Bin gerade nur am Überlegen, ob wir von der anderen Richtung reingehen. Ich glaube, ja. Ach ja, wir brauchen erst die Level 1 Card. Nee, dann kommen wir gar nicht weiter. Dann müssen wir hier lang zurück und erstmal in die Mensa. Mensa? Ja, ich glaube Mensa ist das. Oh, wie geht's? Da geht das auch ohne Karte. So in diese Bereiche, wo wir jetzt sind. Das ist noch diese, ja, kleine Jungenbereich. Die coolen Bereiche kommen aber noch. Ich glaube, hier ist eh keiner. Ja, mit Rose hatten wir gesprochen. Die Gespräche hatten wir schon mit... Ach, der ist immer noch am Pennen. Super. Ich glaube, das ist auch erst in späteren Schwierigkeitsgraden, dass man... Freeze! Dass die direkt wieder aufstehen quasi. So, jetzt Transformer Room. Snake müsste immer noch... Oh, habe ich gerade gespoilert. Sorry. Der Boy müsste noch pennen. Hier ist auch nix. Ich glaube, unser Grip-Level brauchen wir auch gar nicht großartig trainieren für den Run. Später müssen wir das aber auf jeden Fall noch mal machen. Oh, das Wichtigste. Erstmal auf Frauenklo gehen, abchecken, was hier los ist. Oh. Ja, natürlich. Warte mal. Rose, was sagst du dazu? Bitte sag was dazu. What can I do for you, Jack? Okay. See ya. See ya. Schade. So, ich glaube, hier finden wir auch noch was. Bandage? Nee, oh. Oh, wir haben noch gar keine Sniper. So, wichtig, erstmal alle Türen auflassen, damit, wenn hier noch eine Wache kommt, die sich erstmal fragt, was geht hier ab. Da kommen wir nicht rein. Und jetzt kommt, glaube ich, erstmal ein bisschen Laberei. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid.
Geil. Wie direkt diese Papa-Aura in diesen Raum gekommen ist. Peter Stillman. Oh, das heißt, das ist ein ruhiger Typ. Scolioed, Indian head, also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. New York City Bomb Squad. Kid, Jetzt gibt's this is erstmal. the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. Der Herrscher. He built an atomic bomb. Batman, bester Typ aller Zeiten. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Boah. Any other survivors? There was also an engineer with me. So, du stellst dich einfach bei jemandem vor und dann kommt über Danke für den Namen. A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. Sieht er nicht ein bisschen aus wie Otto We'll Korn? leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. Das werden wir You will, hinkriegen. of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues Aber at da hand, sieht man auch wieder, wie verschachtelt das alles ist. Ich kann mir echt vorstellen, das Get ist those C4s neutralized in echt now. auch so. Colonel, I'm So, not qualified for bomb Es sind disposal. voll viele Gruppen irgendwie da, Jack, it's me. aber keine von denen hat irgendwie miteinander gesprochen und keiner weiß so richtig, was machen die da, was machen die hier, weil Fox Sound gehört ja zumindest in dem Metal Gear Dingens, Metal Gear Solid Universum ja auch You know that. How about eigentlich zur amerikanischen Sicherheit. Oder vertue ich mich da? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. Pliskin, This is a was sagst du C4 dazu? bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you.
Ich glaube, wir spielen ja eh auf Very Easy. Hier wird eh nicht so, also ich meine, auf höheren Schwierigkeitsgraden sind die Bomben auch anders versteckt und bei manchen Struts sind auch mehrere Bomben. Hier riecht's nach Purz, da muss eine Bombe sein. Hier riecht's nach Sack. Da ist auf jeden Fall die Bombe. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Gut, okay, aber ich glaube, das kommt doch immer ein bisschen auf die Person an. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. Okay. Ja, genau. Da war ja was. Nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? Aber I know wo? the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Würde es nicht mehr Sinn machen, das unten an den Pfeilern anzubringen? Würde ich jetzt sagen, aber ich habe auch keine Ahnung von Sprengstoff. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Ui. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. Oh, danke schön. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. Ja, okay, deswegen können wir die ja nicht nehmen. Gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Aha. Ich glaube, das ist wirklich Otacon. Der sah gerade zu sehr nach dem aus. Ich kann mich auch gar nicht so daran erinnern, dass das so vorkam. Deswegen ist es manchmal ganz geil, so Spiele nach einigen Jahren nochmal zu zocken. But you'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins.
If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. 140,25. I'll see you later. Weiß jetzt nicht, ob die direkt gespeichert ist, aber die können wir uns merken. Semper Fi. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Aha. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs. Ich bin nur ein kleiner Junge. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the Aber fear was ist, get wenn to er you. kacken muss? Oder pissen? When you give in to the fear, the darkness comes. Rudi. Als ob wir vor irgendwas Angst haben. Ich bitte dich. Der weiß doch gar nicht, mit wem der redet. Sprengmeister. Guck mal, was wir machen können. No need to worry. I'm all right. Everything's okay in here. Get to work on those bombs. If you need to talk to me, use the codec. If you need to talk to me, use the Warte, ich codec. glaube, der macht das. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. No need to worry. No need to worry. I'm all right. You need to go and take care of the C4s now. Stop bothering me. Ah, geil. Lay off the knocking already. Lay off the knocking already. Ich glaube, der schreit jetzt sogar noch mal. Irgendwas macht er doch, glaube ich. Stop bothering. Na gut, ich glaube nicht. Ja! Okay, nee. C4s now. Jemand hat Bock auf Millionchen. So, eigentlich, zumindest auf höheren Schwierigkeitsgraden, müssten wir jetzt die Notes aktivieren, wenn ich mich nicht vertue. Brauchen wir aber hier in dem Fall nicht. Bin ich gerade durch? Erstmal in diesen Spiegel schießen, wir wollen es nicht sehen. Warum schieße ich denn gerade nicht? Bin ich... Hä? Raiden? Hä? Der schießt gerade einfach nicht diese... Ach, was? Das haben die einfach geändert, okay. Das war im Original aber nicht so. Wir machen das... Ja, die haben mich gerade maximal gefickt. Wir machen das mit dem rechten Stick jetzt. Das war safe nicht so. Man muss Viereck drücken, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too.
and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Okay. Real. Das ist aber komisch. Wir gehen jetzt erstmal weiter, weil die anderen Strouds, die kennen wir ja schon. Deswegen einmal machen und uns die neuen angucken. Ich glaube, hier ist nur ein Soldier. Den packen wir uns auch jetzt direkt. Freeze! Gut, Jungs. Immer schön diese Medaille geben und nicht abpacken. Dankeschön. So, da kommt jetzt was Gutes. Das ist auch ganz wichtig für die Trophies. Jede Kamera, die wir finden, sollten wir abknallen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie viele man kaputt machen muss, aber auf jeden Fall einige. Einer, zwei. Okay, es sind deutlich weniger Leute, als ich in Erinnerung habe. Uiuiuiui, das wäre knapp gewesen. Nothing here. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ah doch, ich glaube, ich weiß wo. Freeze! So, im Idealfall. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Das hatte ich gerade vor, Colonel. Naja, das hatte ich nicht vor. Nee, da ist nix, aber ich meine... Hier müsste die... Ja, da ist die drin, ist safe. Nothing here. Ich habe mich ein bisschen gejackst. Das war dumm. Aber das kriegen wir hin. Mit dem Coolern könntet ihr auf jeden Fall relativ schnell aufwecken. Freeze! Don't kill me. Dankeschön für dein Märkchen-Move. Christian Ryan de Ramos. Junge. Schnauze. Die E-Connecting Bridge. Freeze!
Genau. Ach ja, was wichtig war, das habe ich gerade ganz vergessen. Den Typen, den ich als erstes hier oben, da quasi, weggeklatscht habe, macht das auf jeden Fall. Der guckt nämlich durch ein Fernrohr und sieht euch ganz, ganz, ganz schnell. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. So, das ist doch der beste Raum aller Zeiten. Der ist ja komplett anders, als ich in Erinnerung habe. Viel mehr Gegner und eigentlich hatte ich auch im Kopf, dass hier voll viele Kameras waren. Freeze! So, nichtsdestotrotz werden wir... Oh, get M4 first. Da hinten. Hier scheint das Ding aber nicht zu sein. Das, was wir machen können... Das will ich euch auch einmal ganz kurz zeigen. Ich weiß nur nicht, wo wir rauskommen. Man findet ja verschiedene Boxen hier. Zone of Enders. Super Spiel im Übrigen. Damit könnt ihr dann hier rauf. Und dann kommen wir eigentlich irgendwo raus. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass wir zu weit irgendwo rauskommen. Das wäre blöd. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, wo die Bombe gerade ist. Werden wahrscheinlich erstmal nach oben müssen. Aha, aha, aha. Hier kommen wir raus. Sehr gut. Dann finden wir sogar noch was Gutes. Digi-Camera. Oh, dafür gab es sogar eine Trophäe. Top. Foto für dich. So, direkt mal wieder die Box. Jetzt müssten wir eigentlich oben wieder rauskommen, wo wir eben waren. Ansonsten kann man sich die später auch, ich glaube, mit Karte 3 oder 4 holen. Wenn man das jetzt nicht gemacht hätte. Oh nein, kein Vorwärtssalto, Treppe hoch geht nicht. So. Strut I. Heliport. Was wrong hier? I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Olga? Was machst du denn hier? Fool, think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. Aha. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Okay. Wo ist die hingejumpt? Das ist doch nur... Geht's da nicht direkt komplett runter? Klingelingeling. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big ship. Genau. That's right. Okay, ja klar, She's led ihr the group Papa ever wurde since ja her old platt man, gemacht Colonel auf dem Gerlukovich, Tanker. died. Watch yourself with her. She's a tough one. Bin ich gespannt, aber ich glaube, wir kämpfen gar nicht gegen die. Wobei, das wäre bestimmt cool gewesen. Sehr gut, Junge. Freeze!
Bruder, die sind ja alle so ängstlich. Jordan J. Davis. Die sind ja alle so ängstlich. Aber ich will mich nicht beschweren, besser für uns. Wobei wir glücklicherweise auch schon den Suppressor haben. Ui, 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 ui. Freeze! What are you? Aha. Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! Wir killen dich nicht, Bruder. So, sowas machen wir nicht. Wenn ich das hinbekomme, werde ich natürlich versuchen, das zu vermeiden. Ja, ich höre die Bombe doch. Ja, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite. Werde ich natürlich versuchen, das zu vermeiden. Vielleicht kriegen wir einen Pazifist-Run hin. Krass, ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier oben eine Bombe war. Ach, boah, bin ich tot. Ich habe gerade genau die Bombe angeguckt und sprühe irgendwo anders hin. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Naja, vielleicht will der ja gar nicht alles I don't know. hochjagen. But I'm gonna tell Pliskin to watch his back. Boah, Just habt ihr hurry. gehört, wie geil. Im Übrigen, falls ihr das gar nicht wusstet, wenn ihr im Codec seid, könnt ihr mit R2 oder R1 immer so Sprüche von Raiden droppen. Aber der war gerade nice. Why did you do it? Was ist eigentlich, wenn wir den einfach so anrufen? Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Okay, ich glaube, der redet gar nicht so unglaublich viel. Also in dem Fall ist das nicht so ein Charakter wie Natascha. Ihr wisst, wen ich meine, von Teil 1. Die ja wirklich extrem viel Text hatte. Also bei der konnte man ja richtig, richtig viel rausfinden. Und dann hat die von ihrer Backstory erzählt und dies und das. So, der müsste noch Bobo machen. Und wir gehen in die nächste EF Connecting Bridge. Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore Definitely mines, not. invisible to the naked eye. Definitely not. Use the mine detector. Exactly it. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Definitely Deep Throat. You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Das kommt uns aber sehr bekannt vor. Someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? Ja, auf jeden Fall. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it Jo, an enemy der trap? ist auf jeden Fall Could tot. be. Exercise Not a extreme chance. caution. So, da wir leider weder einen Sensor haben, noch ein Infrarotgerät,
werden wir jetzt gleich einmal rumkriechen müssen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir Glück haben. Weil ich meine, da oben stand auch einer, der geguckt hat. Im direkten Vergleich, ich kann mich halt wirklich nicht erinnern, ob ich das mal auf Very Easy gespielt habe. Aber so vom Vergleich her muss ich ehrlich zugeben, die ist schon sehr low bewacht, ne? Das ist schon sehr, sehr wenig. Die weiß ich auf jeden Fall. Das sind aber mehr Typen. Du kleiner Buzzy. Du kleiner Buzzy. Warte mal ab, Junge. Du hast mich gerade kaputt erschrocken. Dafür gibt es direkt mal Coolant in deinem Mund. Der unten ist neu. Der hier oben könnte sein, dass wir seine Marke jetzt schon haben. Deswegen, ich will aber... Ne, Double-Check ist immer besser. Egal, das ist auch gut. Okay, plus wir haben Einserkarte. Das heißt also, wahrscheinlich können wir hier noch irgendwo rein. Level 2. Nein. Mir fällt gerade, glaube ich, das erste Mal... Aha, nee, doch, ich wollte doch sagen. Das ist auch neu. Eigentlich müsste man die doch hier auch immer ausgerüstet haben. Also ich glaube, so ein paar Quality of Life Änderungen haben die schon reingehauen. Wir entschärfen erstmal das Bömmchen. Genau. Ach, was mache ich denn? Warten wir erstmal, bis der wieder kommt, vorsichtshalber. Oh, guck mal, der eine ist so geil Bobo am Machen, dem geht's richtig gut. Freeze! Huh? Don't kill me. So, aber... Können wir hier nicht rein? Ja. Und hier auch, okay. Hier wird die Node. Die geht nicht. Ration. Box 2. Damit kommen wir auch irgendwo hin. Ich weiß gerade nur nicht mehr wohin. Und Minendetektor. Sehr gut. Was dann noch geht... War das nicht hier? Ah, nee, wartet mal. Ich glaube... Genau. Das war hier. Ich weiß nur nicht mehr, was hier drin war, aber wir gucken mal nach. Wenn, dann wollen wir alles mitnehmen, was geht. Wo wir irgendwas Geiles verpassen. Kann auch sein, dass hier nur was auf den höheren Schwierigkeitsgraden versteckt ist. Ja, Sockcom Bullets brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber... Warum nehmen wir mit? Warum denn nicht? Hier kommen wir auch noch nicht rein, oder? Nee. Ui, dicke Ratschlag über den. Zack, zack, einmal hier hoch. So, dann gehen wir jetzt zurück in die erste und dann machen wir die Runde einfach voll. Dann haben wir es doch. Bip, bip. Ich habe gerade gedacht, da geht's auch raus. So. Zack. Schnell hier durch. Hat er nicht eben zu Olga gesagt, wir verschärfen? Jack, do you remember the day we met? Ja. Busy right now, Rose. Ich bin kaputt gegangen, als ich deine Äuglein I do gesehen habe. remember.
It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Tja, Battery manchmal Park. kann aus einem Streit auch sowas entstehen. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. Das ist aber Top of sehr the krass. Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt It was so overwhelmed. beautiful. I Definitely didn't not. care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Boah, hat sie den gerade ganz kurz gedroppt. Ich finde leider, das muss ich wirklich sagen, ich finde es so schade, wie die Story von den beiden weitergeht. Das hätte ich persönlich mir echt anders gewünscht. Freeze! Komm, Junge. Aber ganz schnell, wupp. Daniel P. Wells. Jackie Wells. Tu mir das nicht an. So. Den Boy haben wir eigentlich schon gepackt. Packen wir uns hier nochmal. Das ist tatsächlich AN94, die haben. Das ist keine AK, oder? Das ist eine AN. Okay, egal. Wir checken trotzdem immer alles doppelt. Vorsichtshalber, Leute. War hier nicht auch jemand drin, ne? Okay, der sieht nicht so aus. Es gibt auch irgendein... es gibt auch irgendeinen Speedrunning-Trick, wie man das schneller macht. Den werde ich euch irgendwann mal zeigen. Hoppala, in einem späteren Durchgang vielleicht. Ich muss gerade aber selber erstmal ein bisschen klarkommen auf diese ganze... Raiden, Junge. Ich verarsche jetzt. Ach, ich komme da gar nicht durch. Es gibt auf jeden Fall irgendwie einen Glitch, wie man da schneller durchkommt. Zeige ich euch bei Gelegenheit dann, ne? Also, muss ich mir selber erst nochmal angucken. Das ist ja sowieso immer übertrieben faszinierend. Ich weiß gar nicht. Wer weiß, vielleicht probiere ich sowas auch mal aus in Zukunft. So bei manchen Games, aber so Speedrunner, ich finde das super, super krass. Das ist echt so unnormal interessant, wie Leute die Spiele so auseinandernehmen komplett und die da irgendwie Techniken zeigen und Taktiken, wo du dir so denkst, wie kommt man da drauf? Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Right. Pete. You need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell.
but the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I will see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. Boah, und dann hat der jetzt so mäßig, dass er sein Bein verloren hätte. Myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. Boah, das ist krass. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. That's going a bit too far. Get real. I know. Exactly. I'm a coward. That's going a bit too Pete. far. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His Weil das crimes ist are also schon mine. krass. One of omission Das ist wirklich and krass. arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Na, immerhin hat er jetzt die richtige Entscheidung getroffen, würde ich behaupten. Und wir holen uns auf jeden Fall noch den... Hey, leg dich doch hin, Raiden. Dankeschön. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Box. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme. Ich weiß gerade einfach nicht, wie ich zu dieser Box komme. Muss ja, es geht ja eigentlich nur von außen. Weil hier links ist zu. Ah, warte mal, vielleicht. Hat er nicht geguckt? Nee. Hier geht's auch nirgendwo lang. Und der Boy hat eben noch was erzählt von, ich versuche mal Speedrunner-Taktiken euch zu zeigen. Irgendwie kriegen wir jetzt diese Box. Es wäre irgendwie eh cool, wenn man da auch drüber springen könnte. So, von hier. Das ist krass, ich weiß wirklich nicht, wie wir da hinkommen sollen. Von hier schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Und hier kommen wir ja auch nirgendwo hin.
gleich. Oh, ja. Okay, tschüss, Bruder. Das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf gehabt. Box wann? Sehr gut. Steht denn auf der ersten Box? Okay, einmal Lebensmittel, einmal Elektrozeug. Was? Okay, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war gerade wirklich eine gute Sache. Und vielleicht habe ich ja dem einen oder anderen geholfen, der gar nicht wusste, wie man die kriegt. Lasst mich das doch gerne mal wissen, Leute. Unten in den Kommentaren. Im Übrigen wollte ich mich hier auch nochmal bei euch bedanken, auch wenn es ein bisschen sehr spät im Video kommt, für die ganzen Aufrufe und Likes auf das letzte Metal Gear Video. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das hat mich super gefreut. Das ist doch relativ gut angekommen. Und natürlich auch, wie immer, für die ganzen Kommentare, Leute. Also das freut mich immer sehr, sehr, sehr. Nein. Bruder. Das war zu knapp. Boah. Das möchten wir nicht. Hoffentlich guckt jetzt keiner hier rein. The situation is normal. All clear. Ich wusste das, deswegen habe ich direkt versucht, einen Freeze rauszuhauen. Aber das hat wohl nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Freeze! Are you going to shoot me? Und wie ich schieße, mein Freund. Bobo Fu, Junge. Super Typ. Aha. Den Dreckigen, den packen wir uns als letztes da unten. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. Okay. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart. Achso, ja klar, wegen dem Gewichtsausgleich, oder? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb. Ich weiß auf jeden Fall, was der meint, gar kein Problem. Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely Während wir die ganze Zeit dagegen geklopft But haben. the Lass mich best in I Ruhe. can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Okay, das kriegen wir doch hin, oder? Boah, wie ich den jetzt packe, ne? Freeze! Hallo, mein Freund. Wolltest du nicht eben cool werden? Don't kill me. Ah, schade. Ja, Suzuki.
Da fliegt was da nicht fliegen sollte. Nee. Habe ich jetzt nicht verkackt zweimal hintereinander, oder? Egal. Einfach durchflitzen. Junge, was für ein dicker Karton. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of strut A now! Fuck! Right on! Did it. Kriegen wir hin. Neuronen, dies, das. 400 Sekunden, Leute. Das schaffen wir noch 3-mal. Warum ist mein Leben aber weniger? Oder ist mir das jetzt aufgefallen? Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass der auch hier mit einer Knarre in der Hand schneller läuft, aber... Sicher bin ich mir nicht. 350 Sekunden, beeil dich right an. Verfickter. Der Typ da oben, der hätte uns eh nicht gesehen. Und ich meine, wir haben seinen Dogtag eh schon genommen. Right. Pliskin. Listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Boah, Pete hatte doch gerade sein Hero-Arc wieder, ja. Egal. Der ist als Held gestorben, der Mann. So, wenn ich mich nicht vertue. Genau da. So, hier sollte das gehen, wenn ich mich nicht erinnere. Okay. Colonel, I've neutralized the bomb.
Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Okay. Mr. President, wir kommen. Mach dir keine Sorgen. Warte mal, wir rufen nochmal Plissy an. Keine Antwort. Keine Antwort. Rose, bitte. Jack, is that you? Natürlich. Wer sonst? Einmal speichern. Komm, wir hören uns mal an, was das Girl uns erzählen möchte. Talk to you soon, Jack. Die macht ja gar keine Love mehr mit uns. Was ist denn da los? Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. Ui. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority real. my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Diese Kommentare Pliskin to sind come zu gut. through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. Whatever. All we can do is wait. In the meantime, Exactly. you're our only hope. Okay. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie machen wir das. Oh! Ist das nicht die Queen? Das ist die Queen. Und das ist nicht gut, dass der Aufzug hinter der zugeht. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Oh! Not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Oh, so sind wir drauf. So, im Endeffekt, das kann ich euch jetzt schon sagen. What good are you? What good So, are you? ihr seht, also ihr braucht eigentlich gar keine Muni zu verschwenden. What are you doing? Kill me. Die fliegen nämlich immer schön an der vorbei. Und ich bin mir sogar sicher, dass die auch ausgehen. Im Endeffekt
wir müssen einfach nur eine Zeit lang überleben. Und die beste Methode dafür ist eigentlich einfach nur eine Box zu nehmen und hier die ganze Zeit links, rechts zu laufen. Wobei ich gerade sagen muss, die macht auf höheren Schwierigkeitsgraden viel mehr kaputt als hier. Habe ich gerade zumindest das Gefühl, das dauert gerade viel zu lange. Wir bleiben einfach erstmal mit Pippi-Mann hier stehen. Ich hätte so gern ihre Waffe. Und guck mal auf ihre Lebensleiste, die ist auch winzig. Okay, das dauert viel, viel länger, als ich das in Erinnerung habe. Also, wie ich bisschen die Dinger kaputt mache. Nee, beruhig dich ein bisschen. Tschüss. Raiden, Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Ja. Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 500 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Oh. Lady Luck. Lady Luck can play on Mustang. Vamp. Der hat genauso einen süßen Bart wie ich. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Nee. Then he's all mine. Later, then. Now! Ui. Das war ein Headshot. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das da unten zu machen, Raiden. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Ihr Boy ist weg. Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Was hat der gemacht mit ihr? Was ist hier los? I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either.
Ich hätte einfach mal abgedrückt, aber bei dem Glück explodiert seine Knarre noch. Dass sie gar nicht irgendwie so ausrastet oder wisst ihr, was ich meine? There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Oh, warum ist dein Atem so kalt? I can't die twice. Jetzt erstmal rumlecken. So. Und natürlich, weil wir alle Cliffhanger lieben, meine Freunde da draußen, speichern wir jetzt und machen für den Part hier erstmal Schluss. Wir hören uns einmal kurz an, was Rose uns noch erzählt. Falls sie uns was erzählt. Jack, you okay? Ja. Vielleicht labert die uns ja jetzt noch ein bisschen was. Ja, Jack, das war so geil. Lass mal Zeit vergehen. Hang in there. Ach, okay. Mehr sagt sie nicht. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Ich freue mich über jedes Like, was ihr mir da lasst. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal. Da kostet euch nichts. Plus, ihr verpasst in Zukunft nichts mehr von diesem unnormal guten Content, möchte ich fast behaupten. Ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Kommentar, was ihr mir unten reinschreibt. Gebt euch da gerne Mühe. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, Leute. Lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Joe Chimaev. Bis dann, Leute. Ciao.